Ich freue mich riesig, dass er da ist. Hallo Reinhard Gabriel. In jedem Seminar fließen Tränen. Ja. Und wenn das nicht passiert, dann weiß ich war nicht gut. Und im Endeffekt, es gibt Megatalente in Österreich. Megatalente und sehr oft scheitert es am Durchhaltevermögen. Das mache ich jetzt monatlich, dass ich Kunstschaffende einlade in ein Lokal im 9. Bezirk und da treffen wir einander und haben einen guten Abend und ich trage dazu bei, dass sie die Menschen wieder treffen, aber auch kennenlernen. Ich freue mich riesig, dass du draufgeklickt hast. Hallo und herzlich willkommen bei Brossartig. Wir befinden uns heute wieder hier in den heiligen Hallen von YMI Productions in Hollerbrunn. Und das ist der Nerd-Musiker-Talk für Musikerinnen und Musiker. Wir haben heute einen sehr, sehr interessanten Gast, weil es heute mal was anderes ist. Weil viele werden sich vielleicht jetzt fragen, wie jetzt? Normalerweise sind es doch immer nur Musikerinnen, Musiker, Sängerinnen, Sänger, was auch immer. Sondern heute geht es um einen bisschen anderen Bereich, nämlich um den Bereich, der viel, viel wichtiger ist noch. Die Frage ist nämlich das, was mache ich eigentlich, wenn ich ein Album gemacht habe oder eine Single gemacht habe, wie geht's dann weiter? Ich brauche einen Manager, ich brauche jemanden, der das Ganze irgendwo verkauft. Und genau da haben wir heute den richtigen Menschen hier sitzen. Und ich freue mich riesig, dass er da ist. Hallo Reinhard Gabriel. Servus, danke für die Einladung. Ja, freut mich sehr, dass du gekommen bist. Bevor wir ins Thema reinhupfen, ich habe mir gedacht, das muss ich einfach einmal kurz bringen, weil es sehr lustig ist. Also was heißt lustig? Es ist interessant. Du warst eigentlich ursprünglich Polizist. Ist das richtig? Ja. Jawohl. Also stimmt, ich war Kriminalbeamter. Zuerst einmal, Du warst sogar Kriminalbeamter? also Okay. Kiewerer. Kiewerer. Ja. Also zuerst einmal Straßenpolizist, 6 Jahre lang mit Uniform, dann doch schon ein bisschen längere Haare gewachsen. Haben wir gedacht, okay, jetzt muss ich zur Kriminalpolizei. Und dann zur Kriminalpolizei, da war ich dann jahrelang im 1. Bezirk, Deutschmeisterplatz, German Master Place. Und von dort weg dann in die Öffentlichkeitsarbeit. Aber ab meinem 15. Lebensjahr war ich Polizist. Wie kann man mit 15 Ich habe ja nichts gelernt. Ja. Also ich bin in der Schule richtig schlecht gewesen. Ja. Und bin Stimmt dann, dieses Vorurteil? Genau. Ja, okay. Dann bin ich zur Polizei gegangen Okay. und wollte dort aber auch nie wirklich sein, weil ich mir als Kreativer dort natürlich nicht so besonders wohl gefühlt habe. Aber diese Polizeizeit war sehr prägend, nahrhaft für die Seele und war eine spannende Zeit. Ich habe da viele Dinge gesehen, die anderen verborgen bleiben. Was zum Beispiel? Was kann man sich da vorstellen? Also viele Dinge, die nicht so schön sind anzuschauen, wo man, also einerseits muss man sagen, wenn man mit 18 Jahren mit einem zweiten Kollegen, der genauso alt ist und vorher noch nie mit einem Polizeiauto gefahren ist und dann mit dem 18. Lebensjahr zu zweit in ein Polizeiauto einsteigt und sagt, so Burschen, ihr zwei seid ab heute die Inspektoren und ihr fahrt jetzt und wir sind dann 6 Stunden mit dem Polizeiauto unterwegs. Wir sind so ins Auto eingestiegen, haben nicht einmal gewusst, wo fahren wir jetzt hin, wenn wir die Straßen nicht gekannt haben. Und da passieren halt schon lustige Dinge, auch lustige Dinge, aber auf der anderen Seite, wenn halt dann irgendwann einmal ein Verkehrsunfall ist und da passieren dann schreckliche Dinge und man ist der Erste, der dorthin kommt, ist das einfach nicht schön. Also ich glaube, dass Polizei, Feuerwehr, Rettung Dinge sehen, die andere nicht so gern sehen wollen. Ja. Also jetzt würde ich ja nicht festnageln auf dem Thema, aber das interessiert mich jetzt trotzdem ein bisschen. Wie kann man mit 15, wie geht sich das aus, mit 15 bei der Polizei sein? Ich war einer der ersten Polizeipraktikanten. Ja. Das gibt es aber heute nicht mehr, Gibt es nicht mehr, Ja. zum Glück. Ja. Zum Glück. Das ist ja komplett verantwortungslos. Ja. In alle Richtungen nämlich. Ja. Ne? Ja. Aber wir hatten eine gute Ausbildung, weil wir haben nämlich 3 Jahre lang, also jährlich das Gleiche gelernt. Also fast. Ja, okay. Weil der Stoff ist natürlich zwar umfangreich, aber es ist eigentlich wie eine Polizeilehre. Ja. Und ja, da ist man halt mit 15, kriegt man eine Uniform verpasst. Wahnsinn. Und dann geht man Schulweg sichern. So war das. Halt mit der Winke-Kelle, die Leute über den Schutzweg führen. Und dann zum 18. Lebensjahr ist man halt Polizist. Und das war super spannend, weil ich bin jetzt auch nicht unbedingt sehr kräftig oder dick oder so. Und ich habe damals mit 18 meine Dienstwaffe selbst nicht durchladen können.
Also, was du musst halt Ja, so ja, ja, durchziehen. klar, Oder ja. immer gesagt, gell, Kollege, tu mir meine Waffen laden, weil das so schwer zum Bist du Durchziehen. deppert? Das waren so die kleinen lustigen Dinge. Aber dann war ich 6 Jahre Straßenpolizist und Ja. dann halt jahrelang Kriminalbeamter. Ja, bis das Burnout kam. Nicht? Und Ja. dann, Wie hat sich das geäußert und warum? naja, weil ich nach 3-4 Jahren Polizei schon merkte, dass es in den kreativen Bereich geht. Und dann habe ich die erste Polizeischallplatte produziert, die hieß Wir für euch, ihr mit uns. Okay. Damals für Licht ins Dunkel. Ja. Und da haben alle Kreativen mitgewirkt der Polizei, die halt singen Okay. und musizieren können. Das war sozusagen mein Einstieg in den kreativen Teil der Polizei. Und dann gab es ja die legendären City Cops, die ich damals gegründet habe, 1990 schon als Kriminalbeamter. Und dann halt einfach Thema sexueller Missbrauch von Kindern. Gab es Präventionstheater für 6- bis 10-Jährige. Und dieses Thema als Polizist Ja. Theater zu spielen in der Dienstzeit, aber nebenbei 600 Akten zu haben, weil ich damals auch zuständig war für alles, was im ersten Bezirk passiert. Das neben der Dienstzeit oder innerhalb der Dienstzeit zu machen, war dann sehr schwierig. Zumal dieses Thema sexueller Missbrauch von Kindern, Suchtprävention, ein sehr schwieriges ist und ein belastendes sein kann. Und wir ohne Ausbildung in dieses Thema gerutscht sind und dann gleich auch dafür verantwortlich waren und zuständig waren, ohne irgendwelchen Coachings, Begleitungen oder so. Ja. Wahnsinn. Und da gab es, also einerseits ist das etwas, worauf ich sehr stolz bin, dass dieses Thema sexueller Missbrauch von Kindern, Präventionstheater für Kinder, wir haben da glaube ich 350 Veranstaltungen gespielt vor 150.000 Kindern, da ist die Anzeigenstatistik in die Höhe gegangen. Das heißt, wir haben wirklich was bewirkt, aber auf der anderen Seite hat es auch mit der Seele was gemacht. Ja, wenn du jeden Tag, also so wie das Thema sexuellen Missbrauch spielst um 9 und um 11 Uhr und dann kommen Kinder und sagen, mir ist das auch passiert. Dann werden Väter festgenommen, Onkeln festgenommen und so. ja. Das ist schon etwas, was die Seele berührt und das war dann schon auch eine Belastung, die ich dann seelisch gespürt habe und dann kam irgendwann der Zeitpunkt, wo ich mich verabschieden durfte von dem Beruf. Das war auch tatsächlich die Zeit, wo wir uns das erste Mal begegnet sind. Ich weiß nicht, ob du das überhaupt weißt. Ich habe damals bei einer Band gespielt, bei den Stardust Babies, mit dem Andi Freund. Genau. Der hat dort gesungen. Und der Andi Freund wiederum hat bei diesem Song war glaube ich City Cops Geschichte. 1000 andere hieß, 1000 ja, andere, genau. genau. Ja. Komm, steh auf und geh durch die Tür. So irgendwie war das, ja. Cooler Song. Ja. Ja. Waren alle dabei. Andi Lilang, Andi Freund, Andi Baum, um die Andis einmal abzufrühstücken. Ludwig Hirsch, Georg Danzer. Georg Danzer war der Georg war da auch noch dabei. Ja. Es waren 30 österreichische Künstlerinnen und Künstler, das habe ich damals produziert mit dem Gary Lux gemeinsam. Gary Lux, genau. Und ja, toller Song. Und auch diente zur Öffentlichkeitsarbeit, um dieses Thema präsent Erich zu machen. Schleier damals auch, noch. ja. Timna Brauer, Ja, genau. Ingrid Riegler, Peter Ja, Rapp. voll. Wahnsinn. Ja, viele von denen. Erwin Bross Ja. und so. Viele Leute. Ja, War schön. sehr lustig. Und dieser Song wurde dann, war das auch ein bisschen so eine Benefizgeschichte, wo dann auch irgendwie für das, hat es dann einen anständigen Verkauf gegeben? War das irgendwie halbwegs oder? Der Song war natürlich, hat ja jeder gewusst, worum es geht. Ja. Und das spielt man halt nicht im Frühstücksradio, auch nicht im Ö3-Wecker und auch nicht klar. im Mittagsjournal und auch nicht in Autofahrer unterwegs seinerzeit. Ja. Das war wirklich schwerer Stoff, der halt nicht so leicht den Äther herunterging, dadurch wenige Verkaufszahlen, aber viel wichtiger war die Öffentlichkeitsarbeit dafür. Und dass viele Leute da mitgemacht haben, um dieses Thema zu transportieren und die Leute zu sensibilisieren. Das hat gut gewirkt. Der Song selber war toll. Ich fand den Song, die Songs auch toll. Ja. Aber die wurden halt einfach nicht so oft gespielt. Ja. Weil du gesagt hast, produzieren, warst du, wie auch immer, auch aktiv Musiktreibender? Also spielst du ein Instrument oder singst du oder produzierst du oder tust du tatsächlich aktiv auch Musik schaffen oder bist du eher ausschließlich als Musik
im Hintergrund Management etc., Öffentlichkeitsarbeit. Wie würdest du dich da selber sehen? Weil das weiß ich nämlich tatsächlich gar nicht. Bis 2000 Musik schaffend, Okay. dann nicht Was hast mehr. du gemacht, genau? Also ich habe als Kind, Jugendlicher begonnen, Melodiker, Ziehharmonika, Kirchenorgel, Gitarre, mit Also, was Lärm 15 macht, meine ja. erste Okay. Band, dann war ich Leadsänger der Band und dann halt alles beigebracht, was halt dann notwendig war. Und in der Band war ich Keyboarder und Sänger. Und nach dieser Zeit, mit City Cops war ich halt auch Sänger. Da gab es halt dann meine Band mit noch 5 Kriminalbeamten, die halt wir die Lokale unsicher gemacht haben. Und ab 2000 ist dann die aktive Karriere beendet gewesen, also musikalisch. Und habe aber eigentlich schon mit 1990, also 10 Jahre davor, mit dem Produzieren begonnen. Dann habe ich sehr viel Filmmusik produziert und dann die eigenen Songs natürlich geschrieben. Ab dem Jahr 1990 mit dem Andy Lilang alle CDs bisher haben wir gemeinsam produziert. Das Label damals gegründet. Und dann halt mit 2000 aufgehört, aktiv Musik zu machen und dann halt mehr in das Produzieren, in die Labelarbeit, in das Entdecken von neuen Künstlerinnen und Künstlern, Talenten zu investieren. Und die Befreiung kam dann natürlich nach dem Kündigen bei der Polizei. Dann wurden die Ressourcen natürlich freigespielt und freigespült. Ja. Was ja bei dir auch, glaube ich, ein sehr großes Kapitel ist The Voice. Gewesen. Oder gibt es Werden wir schauen. Ja. Ja? Ist jetzt einmal irgendwie auf Eis gelegt? Oder? Genau. Okay. Also- Die Veranstaltung überhaupt oder dass du es machst? Na, grundsätzlich, wir haben, glaube ich, mit 2002 begonnen. Das ist dann über fast 20 Jahre gegangen. Also im 20. Jahr kam die Pandemie. Ja. Und da haben wir haben sozusagen den Namen erfunden mit The Voice. Den Und die in Germany haben es dann nachgemacht. Ne? Genau, ja. Wir haben uns den Namen damals patentieren lassen. Das war ein großes Glück. Und nach vielen, vielen Jahren kam dann The Voice auf von The Voice auf. Whatever. Und dann durften die natürlich nicht in Österreich ausstrahlen, weil wir die Patentrechte hatten. Aha! Das war natürlich ein spannendes Thema. Aber da kam es dann zu einer Einigung. Aber das Interessante an Da The musst du Voice... jetzt aber nie wieder was arbeiten, oder? Na, so ist es nicht. Okay. Aber das Schöne an dieser The Voice-Arbeit war, dass wir ernst gemeinte Talentförderung betrieben haben. Und es ging nicht um Quote, Nein. sondern es ging ausschließlich um das Talent und um Förderung der Talente. Und wir haben da mit 2002 schon eine Vorreiterrolle übernommen. Es gab ja nichts. Es gab ja Starmania, es gab den Kiddie Contest, aber wo konnte man hingehen, um sie auszuprobieren? Und in letzter Konsequenz haben wir das dann durchgezogen, 20 Jahre. Und da kommen ja durchaus hervorragende Talente, die da mitgemacht haben. Wer zum Beispiel? Weil das finde ich tatsächlich jetzt gar nicht so, ich weiß gar nicht, wer da alle... Okay. Ja, du wirst einige kennen, vielleicht Ja. jetzt die große, breite Öffentlichkeit nicht, aber in der Musikbranche. Also der James Cottrell ist so ein typisches Aushängebeispiel. Der war The Voice. Genau, Okay. der hat 4 Jahre lang Straßenmusik gemacht und ich glaube 2009 ist er dann gekommen und hat dann, oder 12, weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau, hat dann The Voice gewonnen. Danach gleich die erste Single, die wir finanziert haben, Unbreakable, und damit hat er dann durchgestartet. Dann die Natalia Kelly, die zum Song Contest gefahren ist zum Beispiel, die schon mit 14 The Voice gewonnen hat. Ich sage nur Luttenberger Klug, die War auch beide The Voice. Mädels, ja, beide, die Das ist bei schon, The ja. Voice mitgemacht haben und gewonnen haben. Und dann haben wir ein bisschen gewartet. Das haben ja dann, waren glaube ich 175 Wochen in den Charts. Der James, glaube ich, 135 Wochen. Dann die Tamara Olorga hat, glaube ich, 5-mal mitgemacht, bis sie dann gewonnen hat. Jetzt schreibt sie für den Josh. Die Kathi Kallach, die gewonnen hat und mitgemacht hat. Dreieck, die Band Dreieck resultiert daraus. Da gab es viele Talente, die mitgemacht haben, die auch jetzt im Vorstand der AKM sitzen und so. Ja. Also, Aber kennt die da jetzt zum Beispiel als alter Bladerglotzer da auch noch irgendwie mitmachen, theoretisch, bei The Voice? ja, weil es gab nur die untere Grenze war mit 14, Ja. nach oben war es Okay. theoretisch mit 99. Ja. Der älteste, der mitgemacht hat, war glaube ich 56 oder 58. Okay. Und das Spektrum war sehr, sehr breit. Und das Schöne war, dass wir dort vielen Leuten ein tolles Forum geboten haben, weil in der Jury Plattenfirmen gesessen sind, weil in der Jury Leute gesessen sind, die von der Branche Ahnung haben und jetzt nicht nur prominent waren, sondern auch de facto in der Branche waren. Und
die Preise waren toll. Also da gab es einen Plattenvertrag, es gab einen Videodeal, es gab gleich Auftritte am Donauinselfest, es gab Kohle für Produktion. Der Sieger hat gleich einen Single-Deal mit dem Alex K. gewonnen. Und es sind dort die Leute, die damals gewonnen haben, gleich gepflückt worden. Also ich kann mich erinnern, die Kathi Kallach hat gewonnen, der Andy Lange ist in der Jury gesessen, der hat sich gleich 60 Mal für eine Show gebucht. Cool. Und so ist es weitergegangen. Ja. Und der James ist gleich am Donauinselfest aufgetreten. Thomas David zum Beispiel Echt, der war auch auch bei The mitgemacht. Ja. Lustig. Ist aber nur Zweiter geworden. Okay. Der ist einmal Dritter geworden. War das vor der großen Chance oder nachher? Vor der Vor der großen Chance ist einmal Dritter geworden, er ist einmal Zweiter geworden. Dann hat er gesagt, puh, jetzt wird es knapp, dann ist er bei der großen Chance aufgetreten. Und das hat er, glaube ich, dann gewonnen. Das hat er gewonnen, ja. Ja. Und das macht dann Riesenspaß, die Leute zu entdecken, zu fördern. Wenn ich mir das überlege, ich habe 5000 Talente gesehen. Dann gab es noch zeitgleich Show for Kids, das war die Show von 6- bis 14-Jährige. Youngsters on Stage gab es und Sing and Win. Das waren alles Shows für Kinder von 6 bis 14. Irgendwann sind wir dann draufgekommen, wir haben einen Haufen Talente, also unzählige Menschen, die enorm interessant sind, schon als 14-Jährige. Aber dann gab es die Stufe danach nicht. Das war unter anderem auch ein Grund, um zu sagen, jetzt machen wir The Voice, damit wir die Leute weiter führen können, so oft so, ins Business. Und mit der Pandemie ist es dann mit The Voice kurzfristig beendet gewesen und dann haben wir keinen Auftraggeber mehr. Ihr habt das ja eigentlich hauptsächlich, was ich mitgekriegt habe, in Einkaufszentren irgendwie in der Kooperation gemacht, einer SCS. 15 Jahre Westfield Shopping City Süd, dann ein Jahr im G3, dann 3 Jahre im Fischerpark in Wiener Neustadt und dann kam die Pandemie und dann wollten wir nicht Mask Singers werden. Das hat es dann nämlich gegeben. Ja. Aber wir wollten halt nicht mit Maske singen und haben das dann unterbrochen und dann ist der Anschluss schwer gefallen. Vielleicht kommt es wieder, mal schauen. Ein Bedarf wäre da. Wäre ja eine schöne Sache, vor allem, weil es doch ein bisschen eine andere Energie hat, finde ich, als die üblichen Casting-Shows in ihren Facetten, weil es tatsächlich, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich es in Worte fasse, aber es ist weniger in der Wahrnehmung jetzt für mich persönlich kommerziell orientiert. Es geht halt einfach wirklich um die Sache an sich. Also man hat das Gefühl, da gibt es eine Veranstaltung und diese Veranstaltung ist dafür da, um Talente zu entdecken. Punkt. Und nicht um den ganzen Schaß rundum. Also so, das ist so. Es gab kein Publikumsvoting, es war gab kein SMS-Voting, ganz wichtig, sondern es gab einfach Menschen, das waren teilweise bis zu 12, die in der Jury gesessen sind, aus allen Plattenfirmen, Veranstalter, Produzenten, Booker, Prominente, Journalistinnen, Journalisten, die dann gesagt haben, ich glaube, der hat in der Branche wirklich eine Chance. Und es gab fixe Kriterien. Also zum Beispiel beim Song Contest gibt es ja keine Kriterien. Keiner weiß, warum der Song gewinnt. Gibt es keine. Ja. Bei The Voice gab es Kriterien. Also wie ist die Intonation, wie ist die Stimme, wow. Wie ist die Choreografie, wie sind die Marktchancen. Ja. Also da gab es ein Punktesystem und jeder hat gewusst. Das habe ich mir immer gewünscht von Castingshows, dass man das einmal hernimmt. Ja. Super, ja. Weil ansonsten bei Castingshows, also als Eingeweihter weiß ich natürlich die Hintergründe und da weiß ich dann zählt halt Talent ist ein Drittel, Skurrilität ist das zweite Drittel und dann ist nur Emotion das dritte Drittel. Ja, ich ganz besonders liebe. Genau. Du hast zwar scheiße gesungen, aber die Emotion hat gepasst. Der Hund ist gerade gestorben oder die Oma ist krank. Ja. Die Home Story war nett. Ja. Genau. Das gab es bei unseren The Voice in Österreich nicht. Und das Schöne ist, dass aus meinem Gefühl oft Leute gewonnen haben, wo das Publikum gesagt hat, boah, aber die Brancheninsider haben gewusst, okay, aber der singt jetzt wirklich um sein Leben und der hat wirklich was zu erzählen. Ja. Und der singt jetzt vielleicht nicht 100%ig richtig, weil daneben ist einer gestanden, der hat alles niedergebrüllt, aber der hat keine Attitude gehabt, keine Ausstrahlung gehabt, der hat einfach nur richtig gut gesungen, Punkt. Aber die Marktchancen und was der erzählt hat in dem Song, der hat ein super Cover gesungen, ja, okay, fein. Aber der andere hat halt einen eigenen Song gebracht, der vielleicht noch nicht so ausgefeilt war. Und da hat man schon bemerkt, da kommt jemand. Ja. Und das war bei vielen so. Das war also auch bei Luttenberger Klug, die als 14-Jährige gewonnen haben, da haben wir genau gewusst,
Na, mit 14 kannst du jetzt niemanden auf die Bühne stellen. Aber muss man da Zeit lang warten. Ja. Und auch bei der Natalia Kelly haben wir auch 3 Jahre gewartet, bis die halt, und sie begleitet bis dann zum Song Contest gefahren ist. War eine schöne, bereichernde, nicht im Sinne des Geld, sondern eine seelenerfüllende Arbeit, ja, und Tätigkeit. Ja. Ich habe bei dir als Person überhaupt so ein bisschen das Gefühl, dass du jemand bist, der getrieben ist nicht von dem Materialismus an sich, sondern dass du so ein richtiger Idealist noch bist, wo es sehr viel darum geht. Also eine deiner großen Überschriften, glaube ich, ist ich möchte Leute miteinander verbinden. Kannst du mit dem was anfangen, mit dem Feedback? Auch, ja. Also sicher nur eine Überschrift, aber die nehme ich sehr oft wahr, dass du das machst, so wie du ja jetzt auch gerade wieder was Neues probierst, wo du genau nichts davon hast in Wahrheit. Also das kostet dich nur. Also du machst ja da jetzt gerade einen Musiker, einen Künstler-Stammtisch, Stammtisch für Kunstschaffende, Genau. glaube ich, heißt er, Ja. um es original zu sagen. Erzähl uns ein bisschen was drüber. Also ja, es ist ein Aspekt geworden, also die Leute zusammenzuführen, weil mir eben auffällt, dass ich in dieser Branche sehr viele Menschen kennenlerne, Künstlerinnen und Künstler durch meine Seminare, wo dann Künstler sitzen und sagen, ich bin Sänger, ich suche einen Produzenten. Der Textautor sucht wiederum einen Gitarristen, der seine und so. Und irgendwann ist mir dann aufgefallen, dass ich die Künstlerinnen und Künstler hauptsächlich über Instagram wahrnehme und immer gedacht, ich muss jetzt was tun, damit ich die Leute wieder rauskriege, Künstlerinnen und Künstler, irgendwo an einem Platz, wo sie miteinander sprechen, wo sie einander wieder kennenlernen, wieder spüren, umarmen, abbusseln, miteinander reden, ein Glas trinken und ein paar Würsteln essen und einen Abend gemeinsam verbringen. Und da helfe ich dann auch beim Vernetzen. Und das mache ich jetzt monatlich, dass ich Kunstschaffende einlade in ein Lokal im 9. Bezirk und da treffen wir einander und haben einen guten Abend. Und ich trage dazu bei, dass sie die Menschen wieder also treffen, aber auch kennenlernen. Also ich habe jetzt beim letzten Stammtisch auch die Zeit investiert, um die Menschen, die bei der Tür hereinkommen, übers Mikrofon vorzustellen und sagen, das ist der Franz, der ist Komponist, da ist die Silvia, die ist Fotografin, da kommt der Regisseur, da kommt der Kino, so. Und das dürfte fruchten, weil es schönes Feedback gab und gibt. Und du hast gesagt, es ist zwar, wo ich nichts habe davon, das stimmt nicht. Also ich habe schon was davon, zwar jetzt nicht monetär, aber die Leute, die rausgehen und sagen, Alter, ich habe heute 3 Jobs aufgerissen, weil ich habe 3 Bands kennengelernt und ich bin Tontechniker und die Komponistin sagt, ich habe einen Produzenten gefunden und der Produzent sagt, ich habe eine gefunden, die möchte mit mir gemeinsam so. Also wenn das stattfindet, bin ich zufrieden, weil dann ist das Ziel erreicht und also das Danke beim Rausgehen, danke, dass du das organisiert hast, ist also in letzter Konsequenz, wenn ich mich in die Kiste lege, was habe ich von den 100 Euro, das ist das Danke, das ist eine Wertschätzung und Anerkennung. Ja, kann ich nachvollziehen, ja. Aber ist tatsächlich eine, würde ich sagen, ein tendenziell altruistischer Zugang eher, der heutzutage in meiner Wahrnehmung leider viel zu selten stattfindet. Aber das ist was, ja, so nehme ich dich wahr und ich kann das auch sehr gut nachvollziehen, weil ich finde auch, dass solche Dinge viel mehr hergeben als, also wir brauchen alle ein Geld zum Leben, nein, nicht, klar. Aber sowas, also ich bin bei so Ideen auch immer sehr, sehr gern dabei, weil viel zu schnell Feuer und Flamme, was mir auch schon viel kostet im Leben, aber ja, es ist... Ja, aber du warst ja einer der Mitstreiter der ersten Stunde. Ja, ich finde die Geschichte auch wirklich cool und ich habe auch, ich mache zum Beispiel jetzt gerade was, das ist auch ein bisschen dadurch befeuert worden, weil, also wir wissen ja alle, also wir könnten jetzt anfangen darüber zu jammern, wie fürchterlich die österreichische Musikszene ist und Radio spielt uns nicht und bla und überhaupt. Aber das möchte ich jetzt ganz bewusst einmal rauslassen, weil das bringt uns alle jetzt nicht sonderlich viel weiter. Aber wir können auch über Spotify jetzt ablästern, aber auch das bringt uns nicht weiter. Genau. Am Ende des Tages
habe ich jetzt für mich aber trotzdem, um meinen persönlichen Trotz irgendwie rauszulassen, mache ich jetzt als Protest zum Beispiel, dass ich bei Spotify nur noch österreichische Musik höre, aber jetzt nicht Fendrich Ambros Danzer und Seiler und Speer und Bizerra und Jaus und Edmund, sondern das, was keine Sau kennt. Und Okay. da habe ich auch ein paar Künstler bei dir kennengelernt und unter anderem zum Beispiel, um einen zu erwähnen, den kannte ich nicht, aber da bist denn du deppert, Na, jetzt der bin ich Hund ist neugierig. gut. Rubin. Ah ja, okay. Alter, Ja, bam! Wahnsinn. Unfassbar. Also der begeistert mich echt. Und da habe ich mir übrigens gedacht, das können wir jetzt gleich vor laufender Kamera machen. Ich habe nämlich eine Idee für dich gehabt. Das wäre doch, ich weiß nicht, was du dazu sagst, wäre es nicht cool, für diesen Stammtisch auch herzugehen und eine eigene Spotify-Playlist zu erstellen, die sich einfach ausbaut mit der Zeit, wo man sagt, also alle, die da irgendwie aus dieser Peer Group da irgendwie sahen, da kommt gleich mal was rein und man featuret sich so gegenseitig und das ist eben die wirkliche, die Stammtisch Playlist bla irgendwas von Reinhard Gabriel. Wäre doch eine coole Idee, super oder? Idee. Ja, Gut. das kann man dann Werde schon ich gleich mal, aufgreifen, ja? weil die Playlist kennt man dann gleich beim Stammtisch spielen. Genau, das einmal sowieso. Ja. Und natürlich aber auch dort klar bepreisen, weil wie gesagt, jeder View ist echt cool. Ja. Also ich weiß das auch bei mir. Und ich kann auch wirklich jeden zu Hause auffordern, bitte, bitte hört österreichische Musik auf Spotify oder eurem Streamer eurer Wahl und fangt gleich mit Pross an. Geil, weil Unbedingt, Pross ist so mörderisch. Ja, Ja, aber Rubin, Mörder. sensationeller Typ. Wahnsinn. Übrigens auch einer, der bei The Voice teilgenommen hat, Echt? den zweiten Platz geschafft hat. Okay. Und ja auch ein Kroate, also Burgenland-Kroate, kroatisch singt und auch in der Band vom Ostbank-Hurti gesungen hat. Ah, mit Bass wusste ich gar Baritoni, habe ich mir erst angeschaut in einem wunderbaren Theater mit der Band und auch auf Englisch sensationell. Übrigens ein Lehrer, der jetzt seinen Beruf gekündigt hat und jetzt nur mehr der Musik nachgeht. Endlich. Ja, ja. Gewagt. Ja, Aber, genau. Ja. Ja, er traut sich. Ja. Schön. Wo wir ja gleich beim nächsten Thema sind. Ist PR und Marketing das Gleiche oder ist eines part of the other oder Nein, es spielt schon zusammen. ist, Ja. ja. Die Marketingmaßnahmen. Das ist also die Marketingmaßnahmen werden oft gemeinsam beschlossen. Public Relations, dann sagen wir, was sind die dazugehörigen Marketingmaßnahmen, wie wird das Ganze finanziert und dann kommen wir schon in weitester Folge auch zum Seminar, nämlich zu einer Positionierung des Künstlers am Markt. Also ich Warum glaub, ist das so wichtig? Warum ist das wichtig? Weil jede Firma, also ich glaube, jede Getränkefirma würde sich überlegen, wenn sie jetzt ein neues Saftel am Markt bringen, wer trinkt es? Wer ist unsere Zielgruppe? Und ja, also nehmen wir mal an, ein Künstler möchte starten. Das Erste, was ich mache, ist einmal, wie ist die Ausgangsposition? Nämlich auf was für einen Markt bewege ich mich? Bewege ich mich jetzt im Tourismus, bewege ich mich jetzt in der Unterhaltung oder bewege ich mich jetzt in der Gastronomie? Nein, wir bewegen uns am österreichischen Musikmarkt und da muss ich einmal meine Player kennen. Ich glaube, ein Marathonläufer kennt seine Ausgangssituation. Er steht an der Startlinie, schaut, ob er genug Kaiserschmarrn gegessen hat oder Kohlenhydrate hat, schaut, ob er genug getrunken hat, schaut nach links und rechts, schaut sich seine Mitbewerber an, schaut, was für Schuhe haben die an, was für Schuhe haben die an, schaut aufs Wetter, aha, habe ich genug an und der weiß, er hat jetzt 42 Kilometer vor sich. Der österreichische Musiker, klassisch, kennt seine Ausgangssituation nicht. Er weiß hauptsächlich, dass er ein Talent hat, dass er meistens irgendwelche Schmerzen hat, die er versucht mit der Musik oft zu kompensieren oder auch damit zu kommunizieren. Aber ob es andere gibt, die schon 50 Mal das Gleiche gemacht haben oder ob es jetzt gerade einen englischen Markt gibt, der jetzt offen wäre oder jetzt zum Beispiel, warum gibt es noch immer keine super Frauenband mit 1, 2, 3, 4, 5 Musikerinnen, die durchstarten in Österreich mit Austropop? Wo sind die? Würde ich jetzt eine Frau sein, würde ich sofort wissen, okay, also gut. Ausgangssituation beleuchten. Das Zweite ist, wo möchte ich überhaupt hin? Nächster Punkt, Musiker und Musikerinnen in Österreich, vielleicht international weniger, aber in Österreich ganz schmerzhaft auffällig. Irgendwann, irgendwas mit irgendwem, irgendwo, irgendwie machen.
Zielsetzung ist am ehesten nur die nächste CD oder der nächste Song oder vielleicht der nächste Auftritt. Aber wohin die Reise geht, ganz wenige machen sich Gedanken. Ich höre sehr oft bei meinen Seminaren, ich möchte gerne in der Stadthalle auftreten oder im Stadion. Aber okay, das ist zwar die Zielsetzung, okay, dann sage ich, Aber was ist dann? Ne? auftreten, okay, in der Stadthalle, ich rufe den Stadthallenchef an, organisiert das, kannst du in der Nacht auftreten, ein Lied mit der Gitarre kannst du dort spielen. Also wie schaut genau das Ziel aus? Mit was für einer Musik? Wann möchtest du das? Vor wie vielen Zuschauerinnen und Zuschauern? In welchem Rahmen? In welchem Rahmen? Mit was für einer Band? Englisch, Deutsch? Wer ist meine Band? Mit eigenen Songs oder um das alles einmal genau zu definieren. Und jedes GPS funktioniert perfekt. Weißt du, was man dort nämlich macht? Als erstes das Ziel eingeben. Ja. Und automatisch hast du dann dort sofort die Route. Und automatisch hast du dann, wie lange dauert es bis dorthin? Und dann kann ich noch eingeben, kürzeste oder, was kann ich eingeben? Die kürzeste oder schnellste. Kürzeste oder schnellste Route. Dann habe ich dann sogar noch, wenn ich eingebe, Restaurants am Weg, das heißt die Haltestationen. Fehlt mir. Deswegen berate ich Künstlerinnen und Künstler, schau dir mal an, wo stehst, wo möchtest du überhaupt hin? Und dann ist es so, dass man dann einmal den Weg, wie sind die Maßnahmen dorthin? Mit welcher Strategie formen diese Maßnahmen? Ja? Das heißt, wie schauen diese Haltepunkte aus? Und wer sind die Menschen, mit denen wir zu unserem Ziel oder der Künstler zum Ziel geht? Also im Grunde genommen das, was du in jedem NLP-Practitioner-Seminar sogar schon lernst, die Basics in Wahrheit, die du in einem Life-Coaching welcher Art auch immer oder auch in der Privatwirtschaft überall das kleine einmal eins sind für jede Ausbildung. Ja. Da haben wir Künstler eigentlich komplett verschlafen. Deswegen heißt mein Musik-Business-Seminar auch Basic. Also um die Basics zu erlernen. Aber da geht es auch hart an die Sache, weil Da werden Träume zerstört wahrscheinlich in vielerlei. auch. Also als Realitätscheck. Ja. Oder im NLP sagt man Öko-Check, ja, wo du schaust, wo du genau das machst und dann eigentlich drauf kommst, okay, also eigentlich ist mein Traum, den ich bisher gehabt habe, lieb, aber das geht sich alles hinten und vorn so nicht aus. Das ist ein kompletter Blödsinn. Ja. Also muss man es entweder neu denken oder komplett vergessen und durch was anderes ersetzen, was ja auch okay sein kann, aber es ist jetzt einmal Öko-Check, Reality-Check, so. Also einer der elementarsten Momente am Anfang eines Wochenendes ist oft der Satz, aus welchem Bedürfnis heraus machst du Musik? Da fällt mir auf, dass das oft das erste Mal ist, dass Musikerinnen und Musiker nachdenken, warum sie überhaupt Musik machen. Und wenn sie dann ehrlich zu sich selbst sind, ist es oft, es geht um Anerkennung, wie so oft, es geht um Liebe. Und es geht sehr oft, speziell bei Kreativen, die sich auf die Bühne stellen, um das Schließen von Wunden. Und manchmal ist es so, dass eine Therapie mit 20 Stunden Das 20 Jahre lang erfolglos Musik machen oder erfolgreich Musik machen erspart. Und manchmal ist es so, dass es oft eine Partnerin suchen oder einen Partner suchen oder finden, auch erspart, diese Suche nach Anerkennung, nach Liebe und Geborgenheit oder besser gesagt nach Anerkennung auf der Bühne, sie das auch erspart, wenn man schon zu einer Beziehung überhaupt klar. fähig ist oder bereit ist und nicht nur immer alle Wochen halt sie abholt, eine Stunde Applaus und dann wieder allein ins Hotelzimmer zurückgeht, wenn es schon so weit ist. Ja. Und es haben schon de facto 2 Menschen nach dem Seminar aufgehört, Musik zu machen. Oder besser gesagt, nicht mehr den Drang verspürt, das jetzt weiterzumachen. Ja, die wurden tatsächlich dann wahrscheinlich auch befreit. Richtig, das klingt, ja. Und ich verfolge sie jetzt auch auf Insta und ich bemerke, sie machen keine, sie müssen nicht mehr. Ja. Haben sie entspannt. Ja. Ja. Das gehört auch dazu. Ja. Aber es machen sehr Das klingt viel. jetzt natürlich, könnte ich mir vorstellen, für viele Zuseherinnen und Zuseher vielleicht so kurz mal, naja gut, auf das zu dem Seminar gehe ich fix nicht, ja, also könnte ich mir auch vorstellen. Aber ja, klingt für mich sehr vernünftig, ja, natürlich. Ja. Und
Was beinhalten die Seminare eigentlich noch? Was kann man da so ein bisschen über... Ich wollte nur sagen, es werden sich vielleicht Ja. jetzt viele überlegen, die sagen, das Seminar mache ich nicht, aber Ja. es gibt dafür viele, also ich sage 99%, weil die zwei, die heute jetzt, Ja, sagen wir klar, 98%, die anderen 98% profitieren ja davon. Und es gibt ja viele Menschen, die das Seminar gemacht haben, also ganz in den Anfängen, die Ina Regen und der Josh, der am Konservatorium war, oder King Potter, der Benny, der das Seminar Benny gemacht war- hat, okay, oder okay. der Alex Eder, so als Ja. Beispiel, oder auch die Natalia Kelly oder viele andere, die ja sehr von diesem Wissen profitieren und profitiert haben. Und was es zu lernen gibt, ist, oder zu erfahren gibt, ist ja nicht alles nur Lernen, sondern es spürt sich auf der körperlichen Ebene für ab, in vielen Übungen oder in manchen Übungen, die aber so ins Eingemachte gehen, dass es gehört Weinen, also es gibt kein einziges Seminar, wo in jedem Seminar fließen Tränen. Ja. Ja. Und wenn das nicht passiert, dann weiß ich war nicht gut. Und ich meine damit jetzt, nämlich die Leute in der Essenz zu erwischen, Ja, klar. greifen zu können. In Wahrheit lernt man dort die Basics des Musikseminars, des Business. Also ich sage jetzt nur, was ist die AKM, was ist die Austro-Mechaner, was ist die LSG, was ist die Umsatzsteuer, was ist die Einkommensteuer, was ist der Musikfonds, wie funktioniert Crowdfunding, was ist ein Stage Rider, was ist ein Technical Rider, was macht der Promoter, was macht der Manager, was macht die Stellen die Plattenfirma. meisten schon aus, inklusive Kannst mir. schon vergessen, genau. Und dann gibt es so einen Chart von mir, da ist in der Mitte der Künstler, der ist in Rot und rundherum ist alles in Grau und das sind ungefähr 25 Felder und da gehört zum Beispiel der Booker dazu, da gehört der Fotograf, der Regisseur, da gehört der Promoter dazu, da gehört der Stage, da gehört der Choreograf dazu, da gehört Maske, da gehört dazu der Produzent, da gehört dazu die Plattenfirma, da gehört dazu Social Media, da gehört dazu die Homepage. Also alles, was es abrundet, wenn du das alles, was grau ist rundherum, nicht hast, dann bist du eine One-Man- oder One-Woman-Show, nämlich der in der Mitte rot, da steht Künstler drauf. Und in meinem Seminar kriegt man Realität, was braucht es, damit man sie befreien kann. Weil wenn du alles machst, jedes Video selber machst, alles, jedes Staging selber, die irgendwo aus YouTube rausziehst, Welcome to my world. Ja. geh einfach ins Seminar und dann hast du einen Überblick und auch die Kontakte dazu. Weil woher weiß der Künstler, ich habe heute erst wieder am Vormittag mit einer Kollegin, mit einer Künstlerin 1,5 Stunden verbracht im Café, erst genau zu dem Thema, ich möchte ein Lied herausbringen, ich möchte, dass es im Radio gespielt wird und dann bin ich gerettet. Na, du musst zuerst einmal wissen, warum bringe ich überhaupt ein Lied raus, wer bin ich, mit wem bringe ich das Lied raus, wo wird das Ganze promotet, in welchem Radio möchte ich überhaupt dann vorkommen, wer ist meine Band, kann man mich buchen oder nicht. Und um dieses ganze Spektrum einmal zu erfassen, ist es wichtig, sich einmal damit auseinanderzusetzen, wie hassen diese Menschen, der heißt Promoter, das ist aber nicht der Booker und das ist aber auch nicht der Manager. Also das sind schon mal 3 verschiedene Leute. Und um das zu erfassen, ist es einmal wichtig, das Seminar zu machen und in zweiterlei Hinsicht, ich habe den einen oder die andere zum Beispiel nach Starmania übernommen. Ganz jung. Und ich bemerke es jetzt bei The Voice oder jetzt bei anderen Bewerben, wo ich Leute meine Nähe bekomme, die zwar super talentiert sind, aber noch keine Ahnung vom Business haben. Und die kommen dann sehr oft auch zu Plattenfirmen, Bookern, Managern, die sagen, okay, du weißt, der Booker kriegt 35%. Ja. Wie viel zahlst du dem? Okay, 15% sind üblich. Wenn er ein wirklich guter Booker ist, dann können wir über 20% diskutieren, aber da muss er schon richtig was liefern. Ja. Was verlangt der Manager? Was verlangt der Promoter? Was machst du für einen Deal mit einer Plattenfirma? Und um das alles zu erfahren, kannst du Stunden, Wochen, Tage lang vor YouTube sitzen oder vom Internet, kannst du das irgendwo heraus aus den Fingern saugen oder mit Menschen reden, die vielleicht diese Erfahrung schon gemacht haben oder sozusagen bezahlt haben oder viele Jahre verbraucht haben, um dorthin zu kommen. Oder setzt einfach ein Wochenende in das Seminar. Und was das Tolle daran ist, ich sage dann immer, dreht bitte die Hände ab oder zitiert mich jetzt nicht. Dann wird es spannend. Weil dann geht es nämlich an die Essenz, nämlich um diese ganzen Hintergrundgeräusche. Was muss ich machen? Wie kann ich das eine oder andere sympathischer kommunizieren? Wem kann ich anrufen? Was kann ich tun? Damit ich zum Beispiel
einmal auch gebucht werde, wo ich gern gebucht werden möchte. Wie tickt Ö3? Wie tickt der Senderchef? Wie tickt die Musikredaktion? Und da gibt es schon die einen oder anderen Gespräche, die ich in den letzten 30 Jahren geführt habe, mit dem einen oder mit der anderen, die mir dann aus dem Nähkästchen erzählen. Und dann denke ich mir, lieber Herr Künstler, sowieso so und so, probier's einmal so. Und das Schöne ist, wenn das dann aufgeht. Was du jetzt probieren kannst zum Beispiel, ist, dass du unseren Kanal likest, teilst, kommentierst, die Glocke aktivierst, also alles, was man auf YouTube halt so machen kann. Damit unterstützt du unsere Arbeit und es würde mich freuen, wenn du das tust. Natürlich kannst du auch Kommentare schreiben und Fragen stellen, die der Reinhard dann hoffentlich auch beantworten wird. Sowieso. Wir werden auch einfassen in das Ganze, in den Text unter dem Video, deine Daten, also Homepage. sprich Homepage, genau, dass man auch weiß, wo man dieses Seminar besuchen kann, sich anmelden kann. Wie oft gibt es das circa? Grundsätzlich wäre es schön, wenn ich es einmal im Monat machen würde. Es Wie geht viele aber Teilnehmer circa? 7 bis 8. Okay. Also es ist ein sehr kompaktes, kleines Umfeld. Wir spüren einander dann auch sehr gut. Das Schöne ist, dass bei diesem Seminar sich die Leute auch gleich wieder finden. Der Produzent sitzt dort, der Komponist sitzt dort, der Gitarrist sitzt dort und da entstehen gleich oft Formationen. Also aber einmal im Monat, um die Frage zu beantworten. Und es kommt darauf an, wie viele Anfragen jetzt da sind. Und das kostet im Schnitt zwischen 350 Euro für ein ganzes Wochenende. Ich weiß, das ist für Musikerinnen und Musiker oft ein Monatslohn, manchmal auch die Miete. Ich biete das hin und wieder auch einmal im Jahr für besonders bedürftige Künstlerinnen und Künstler auch kostenlos an, auch Beratungsgespräche. Aber ich weiß, dass auf der anderen Seite man auch in diesem Seminar lernt, wie man mit der Musik Geld verdient. Und oft nach 2-3 Monaten haben die Leute, die in dem Seminar kommen, die Kohle schon wieder längst herinnen, weil sie verstanden haben, was muss ich tun, damit ich mit der Musik Geld verdiene. Ja. Abgesehen davon, dass es tatsächlich auch so ist, also bin auch jemand, der leider Gottes viel zu oft Sachen einfach immer verschenkt und so. Aber stelle auch fest, je älter ich werde, dass je mehr ich wirklich verschenke an Leistung, desto weniger ist es wert. Und wenn dir gerade etwas, was du lernst, dir selbst dann nichts wert ist, dann wirst du es auch nicht umsetzen. Also das soll aber kein Heiselschmäh dafür sein, dass man jetzt sagt, na, ich kann ja die super Summen verlangen und um den Kapitalismus da irgendwie groß zu feiern, das ist nicht der Punkt, sondern bis zu einem gewissen Grad finde ich es tatsächlich wertvoll, im wahrsten Sinne des Wortes, dass so etwas, es muss auch nicht unbedingt immer Geld sein, aber in irgendeiner Form ich mir das schon auch erarbeite, wie auch immer, dass es einen Wert hat, auch für mich, dass ich etwas geben musste dafür, dass ich etwas bekomme. Ich glaube, dass das durchaus ein sinnvoller Gedankengang bei sowas ist. Und es muss ja nicht immer Geld sein. Also Genau. Das ist auch das, was wir ja hier bei YMI Records auch ein bisschen aufgefasst haben, dass wir sagen, ja, natürlich, also ein Studio kostet ein unfassbares Geld. Das ist, also was der Konstantin da auf die Beine gestellt hat, der muss ja einfach irgendwas leben, also gar keine Frage. Und trotzdem versuchen wir, wenn Geld da nicht vorhanden ist, wir wollen aber trotzdem irgendwie was produzieren, etwas erzeugen. Und wenn wir Wege finden, die irgendwie sie ausgängen, dann soll das auch so sein. Ja? Und solange das auf einer fairen Basis passiert und eine Win-Win-Situation irgendwo ist, ist das auch total cool. Schön langsam komme ich mit meinen Fragen mal schon Richtung Ende. Was deiner Ansicht nach, weil ich es ja schon zuerst einmal angedeutet habe, es gäbe genug Grund zu jammern über Österreich, also als Musiker. Wir kennen diese Plattitüden ja alle, sie sind ja auch nicht alle unberechtigt, bei Gott nicht. Ohne auf das zu sehr eingehen zu wollen, wie schlimm alles ist, was würdest du aus deiner Erfahrung heraus sagen, was braucht es denn hier bei uns? Was könnte uns
Wo liegt der Bereich, wo wir sagen können als Künstler, aber nicht nur Künstler, sondern alle, die irgendwie in dem Metier arbeiten, was, was können wir machen, dass es besser wird? Oder noch besser wird? Du meinst jetzt in Österreich? Ja, bleiben wir in Österreich. Ja. Weniger jammern, mehr tun. Das Zweite ist, was mir auffällt, ist, wenn Talent auf Fleiß trifft oder umgekehrt, ist es sehr oft von Erfolg gekrönt. Und das Business zu verstehen, hilft sehr viel. Weil man dann nämlich von Anfang an Dinge schon richtig machen kann und nicht 10 Jahre lang jammern muss, dass es nicht funktioniert. Aber in Wahrheit könnte es ja funktionieren, wenn man die richtigen Hebel in Bewegung setzen würde. Das heißt jetzt nicht, wenn 5000 Musikerinnen und Musiker von heute auf morgen das Business verstehen, dass jetzt alle 5000 gleich erfolgreich sind. Aber ich glaube, dass es in anderen Ländern, deutschsprachigen Ländern, eine andere Substanz gibt, was das Wissen betrifft um das Business. Das ist in Österreich ein bisschen anders. Ja, so wie in Woran Österreich. liegt es? Es geht ums Gemütliche, ums vielleicht Ist es nicht besonders wirklich so einfach? anstrengen Ja? wollen. Also glaube ich. Ja. Ja. Und die Künstler, die ich beobachte, die Gas geben, also wo Talent auf Fleiß trifft oder die lange fleißig sind, um dann das Talent ausleben zu können. Es gibt ja welche, die sind talentiert und dann gibt es welche, die sind fleißig. Aber oft sind die fleißig sind, werden auch erfolgreich, weil sie nämlich das, was sie immer wieder tun, dabei lernen. Nur wenn der Talentierte nicht fleißig ist, hilft es nichts. Ja? Also ich glaube, Selbstvertrauen, der österreichische Markt ist schon geil. Also ich finde die deutsche Sprache, den österreichischen Dialekt in seinen vielen Facetten wunderbar. Mut zum Dialekt. Also ich stehe drauf, wenn ich den verstehe oder sie verstehe, was sie singt. Ich brauche Englisch nicht so unbedingt. Also ich finde das Ich glaube, richtig Produkte gut. haben wir genug gute. Ja, Also das genau. ist nicht unser Problem, wie auch schon zitiert vorher. Ja. Also das ist wie zum Beispiel dieser Rubin, der jetzt nur Genau. als Stereotyp Ja. dasteht. Oder eben für mich Vincent Bueno, bam, einfach Nathan Trent. Also Eric Papillai, wurscht, also Needle, 1000. Ja, genau. Wir haben so viel gutes Material und ganz viel, was man noch nicht kennt. Das ist nicht das Problem. Ne? Also Aber also für mich zählt das Selbstvertrauen und du hast jetzt ein paar Namen aufgezählt, da könnte ich jetzt noch ein paar drauflegen. In dieser Situation, es geht auch um Durchhaltevermögen. Weil was in Österreich halt auffällig ist, dass wunderbare Talente sehr oft dann andere Wege einschlagen, neue Wege einschlagen und ich weiß dann nimmer mehr, was macht er jetzt oder sie jetzt genau, weil er oder sie den Weg verlassen hat. Und ich finde, also Beispiel, einer meiner langjährigsten Partner ist der Andy Lilang, der macht seit 30 Jahren diese Musik und wechselt halt jetzt ins Entertainment. macht ein bisschen- Jetzt kann er schon, Ja, jetzt klar. kennt man ihn schon, jetzt weiß er schon, was Ja, er tut. Ja. Aber trotzdem, also ich finde, es wäre wichtig, das Durchhaltevermögen. Es ist oft schmerzhaft am Anfang, weil es sich vielleicht finanziell noch nicht so ausgeht, aber es macht sie am Ende des Tages bezahlt, im wahrsten Sinne des Wortes, den Weg, wo man sich am Anfang an entscheidet, nachzudenken, was sind meine Bedürfnisse, wer bin ich, wer möchte ich sein, was möchte ich durchziehen, das wirklich vorher gut zu überlegen, auch mit allen Schmerzen und dann diesen Weg weiterzugehen und nicht bei der ersten Barriere abzubiegen als Popmusiker, dann in den Schlager und dann in die Volksmusik und dann dorthin oder dorthin, dort noch ausprobieren, da funktioniert es dann so oder so. Und im Endeffekt, es gibt Megatalente in Österreich, Megatalente und sehr oft scheitert es am Durchhaltevermögen. Und ich könnte, wir haben heute schon mal kurz gesprochen darüber, den einen oder die andere beuteln und würde man denken, um Gottes Willen. So ein Talent, leider wenig Durchhaltevermögen und einfach in vielen Dingen talentiert. Man kann sie breit aufstellen oder man kann sie halt an der Spitze ist es einsam, das muss man auch wissen. Aber um deine Frage zu beantworten, ich habe das Rätselslösung auch nicht. Durchhaltevermögen, Selbstvertrauen, weniger jammern, Sinn im Business auskennen, lernen ist ganz, ganz wichtig. Und nicht mein Spruch, aber lerne von den Besten und arbeite mit den Besten. Und es ist nicht immer der links und rechts neben dir sitzt oder der beste Freund, der beste Berater oder gleich der beste Produzent oder gleich der beste Gitarrist. Arbeite mit den Besten mit Selbstvertrauen. ich überlege gerade, ob ich jetzt noch irgendwas Gescheites sagen kann, was
aber es ist so ein schönes Schlusswort. Oder hast du nur irgendwas, wo du sagst, erst, wieso fragt er mich das nicht? Na, ich fühle mich gut befragt. Fühlst du dich gut Ja. befragt? Das finde ich sehr schön. Ja. Mit diesen fragenden Worten schließen wir das Ganze. Und ich sage vielen Dank, Reinhard, dass du da warst. War Danke dir. großartig. Ja. Das war Großartig bei YMI Records. Und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Sendung wieder draufklickst und für diese Sendung ganz viel kommentierst, likest. Glocke haben wir schon gehabt. Danke, ciao.